Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute unsere Top 10 Gadgets, die wir hier im Bus nicht mehr missen wollen. Alle für weniger oder um die 30 Euro, also keine riesengroßen Anschaffungen. Und am Schluss, nach der Top 10, kommen noch zwei Sachen, die zwar ein bisschen teurer sind, aber die wir hier auch nicht mehr missen wollen. Okay, fangen wir gleich mal an. Auf Platz 10 in unserem Ranking ist unser Wasserkessel. Den benutzen wir tatsächlich mehrmals jeden Tag und er tut natürlich, was er so tun soll, ist aber, finde ich, dazu auch noch einfach total hübsch. Also, das ist ein Flötenkessel im Retro-Design mit 2,5 Litern Fassungsvermögen. Der pfeift, wenn er soweit ist, und ist für alle Herdarten geeignet. Das heißt, sowohl für unseren Gasherd als auch für Elektro- oder für Induktion könnte man den total gut verwenden. Ganz besonders schön finde ich die Holzelemente, also am Griff und auch am Deckel. Ich finde, die machen den irgendwie nochmal so ganz besonders hübsch. Dann auf Platz 9 sind unsere Klebepolster. Also tatsächlich die ihr hier so hinter mir sehen könnt. Wer natürlich jetzt ein voll eingerichtetes Wohnmobil hat, hat dafür wahrscheinlich weniger Verwendung. Aber ich finde die einfach super praktisch. Die gibt's in allen möglichen Größen und Farben natürlich. Und man kann die einfach ankleben. Die sind jetzt hier mit Klettband befestigt. Man kann sie also auch einfach wieder abmachen. So, seht ihr das einmal? Also so sieht das aus. Ich habe die jetzt hier noch zusätzlich so mit angetackert und hier auch, damit das tatsächlich wirklich richtig gut hält, aber man kann die eben auch mal reinigen, wenn man das zum Beispiel mal braucht. Alle Gadgets, die ich euch hier zeige, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie da aufwendig danach suchen. Das sind alles Amazon-Links. Und wenn ihr darüber die Produkte bestellt, dann ist es so, dass wir eine ganz kleine Provision davon bekommen. Ihr zahlt natürlich aber nichts extra. Also eine Win-Win-Situation, hoffe ich, für uns alle. Alle Sachen, die ich euch heute zeige, haben wir uns selbst angeschafft. Das heißt, es ist nichts, was wir von irgendwem gesponsert bekommen haben. Wer sollte uns auch sponsern? Das kennt uns ja irgendwie kaum jemand. Was aber vielleicht für alle da draußen ganz hilfreich sein kann. Ich habe zum Teil echt ganz schön lange recherchiert, bevor ich mich dann entschieden habe für ein Produkt. Habe manche Sachen auch ausprobiert und dann wieder zurückgeschickt, weil die nicht günstig waren. Und alles, was ich euch jetzt zeige, sind wirklich Sachen, die wir zum Teil schon seit Jahren verwenden, alle aber mindestens jetzt seit mehreren Monaten. Und zwar im Vollzeit-Vanlife. Also die sind alle praxiserprobt. Und bevor ich hier den Bus eingerichtet habe, habe ich selbst auch mehrere solcher Videos geschaut, wie ich das jetzt mache. Und mir hat das total geholfen. Also ich hoffe, dass da vielleicht für euch auch noch die ein oder andere Idee mit dabei ist. Vielleicht wollt ihr jetzt kurz vor Weihnachten ja noch jemanden beschenken, der einen Camper hat oder ja sonst irgendwie eine Freude machen. Auf Platz 8 sind unsere Aufschnittdosen. Die sind einfach super praktisch, weil die total schmal sind und also auch in unseren kleinen Kühlschrank da drüben super reinpassen. Und man kann sie stapeln. Das heißt, egal ob für Käse, Wurst oder Gemüse, auch wenn noch ein bisschen was mal für Mittagessen übrig ist, das passt da alles super rein. Und also wir nutzen die wirklich auch super regelmäßig. Auf Platz 7 sind unsere Hängekörbe. Die haben wir in 3 Größen, also es ist ein Set bestehend aus 3 Größen mit 17, 20 und 23 Zentimetern. Und wir benutzen die für Brot, für Obst, für unsere Pflanzen zum Beispiel auch so als Überkörbe. Und total praktisch ist einfach, dass man die natürlich, wo auch immer man gerade einen freien Haken hat, ganz gut lassen kann. Und also praktisch ist natürlich auch, dass man die während der Fahrt ganz schnell wieder abnehmen kann. Und wir zum Beispiel verstauen die dann immer drüben auf dem Bett. Da liegen die und können nicht, ja, nicht irgendwie verrutschen oder so durch die Gegend fliegen. Also diese Hängekörbe will ich echt auch nicht mehr missen. Ich finde auch, dass sie so dem Bus so eine gewisse Gemütlichkeit geben. Durch dieses Seegras, dieses Geflochtene, die Farbe passt hier irgendwie ganz gut rein. Also, unsere Hängekörbe. Auf Platz 6 ist eine Sache, die mich hier ganz schön Nerven gekostet hat, denn ich habe mehrere davon gekauft, bevor ich die gefunden habe, die ich jetzt habe. Ich spreche von meiner Handyhalterung. Also ich weiß nicht, wer das Problem kennt, aber ich hatte davor so Halterungen, die einfach nicht funktioniert haben. Entweder ist die ganze Halterung abgefallen oder das Handy ist irgendwie während der Fahrt rausgefallen. Also das war irgendwie Knete.
Jetzt habe ich aber eine, die benutze ich jetzt schon seit über einem Jahr und die hat einen ganz festen Saugnapf, der hält echt bombensicher. Also auch sämtliche hügelige Straßen hier auf Sardinien hat die jetzt tadellos gemeistert und das Handy ist da wirklich fest drin. Ist für alle gängigen Handygrößen geeignet, lässt sich natürlich auch so individuell anpassen. Und mit der Handyhalterung sind wir jetzt wirklich richtig glücklich. Auf Platz 5 ist unsere Laterne. Die ist wirklich Gold wert. Die haben wir schon in allen möglichen Situationen verwendet. Die, seht ihr hier, ist so dimmbar, also stufenlos regelbar, wird dann auch immer heller. Man kann auch nochmal drauf drücken, dann ist sie wieder aus. Und man kann so ein weißes Licht auch einstellen. Also ich finde jetzt ehrlich gesagt immer das Gelbe schöner. Was ich daran total nett finde, ist, dass sie von einem deutschen Startup hergestellt wird. Naturbummler heißen die. Wir haben auch noch mehrere andere Sachen von denen. Die zeige ich vielleicht nochmal auch in einem anderen Video. Aber die Laterne, also egal, ob man abends nochmal kurz irgendwas holen muss von hinten oder ob man noch draußen sitzt, gemütlich, mit einem Glas Wein, die ist total klasse. Denn sie ist per USB aufzuladen. Seht ihr hier hinten? Das funktioniert also über unseren Solarstrom tadellos und sie hält wirklich, wirklich richtig lange. Also sie kann bis zu 200 Stunden leuchten und tatsächlich habe ich sie, glaube ich, in den letzten Monaten noch gar nicht aufgeladen und sie funktioniert, ne? Seht ihr ja immer noch auch auf voller Stärke. Und sie ist außerdem noch wasserdicht. Nicht, dass ich das jetzt schon mal irgendwie ausprobiert hätte, aber man weiß ja nie, wann das mal so ist. Also wenn es mal ein bisschen nieselt zum Beispiel, dann kann man sie ja trotzdem noch mit rausnehmen. Wahrscheinlich auch bei richtigen Regen. Also am Zweifel sogar auch noch eine richtige Sturmlampe. Wir sind schon bei Platz 4. Platz 4 ist das kleinste Gadget, was ich euch heute zeigen will, aber tatsächlich auch eines der Gadgets, die wir wirklich am universellsten einsetzen. Und zwar sind das unsere Magnethaken. Wir haben 10 so Neodym-Magnethaken, die jeweils bis zu 10 Kilo halten sollen. Und die sind echt hammerstark. Also wir benutzen die primär mal, um alle möglichen kleinen Sachen hier aufzuhängen. Den Müllbeutel. Und wenn wir dann kochen wollen, dann wandert der Müllbeutel halt auch einfach fix mal mit rüber hier zum Kochbereich. Wir hängen unsere Schlüssel daran auf. Dekoartikel, jetzt im Moment gerade so Weihnachtsdekorationen. Aber auch, wenn ich zum Beispiel mal fix irgendwas trocknen will und die Sonne gerade günstig ist, dann hänge ich die halt einfach draußen damit an den Bus. Also Handtücher zum Beispiel, das geht, das geht richtig, richtig super. Also die sind ganz stark, das hätte ich nicht gedacht und halten richtig was aus. Also die kleinen Dinger, inzwischen habe ich auch schon immer mal so 1, 2 davon verschenkt an Camper, die nicht hatten und nicht kannten. Und offensichtlich, da müsst ihr aufpassen. Also wir haben halt die extra starke Variante hier bei uns im Bus. Die sind super, aber es gibt scheinbar auch Haken, die nicht so gut halten. Oder vielleicht sind jetzt auch nicht alle Autos dafür geeignet. Also wenn ihr natürlich ganz viel Aluminium habt, dann hilft das irgendwie gar nicht. Unser Auto ist halt aus Eisen. Also das, so ein alter Mercedes, da hält das super. Aber wenn man den richtigen Untergrund hat, sind die echt richtig klasse. Dann auch wirklich im täglichen Einsatz sind unsere Wasserkanister. Die haben ein Fassungsvermögen von 10 Litern und sind einfach durch ihre Form total cool, weil man die super verstauen kann. Also sind ja ganz schmal, man kann die so ganz schmal zusammenfalten und kann die dann einfach in irgendeine Ritze tun, die gerade noch so frei ist. Und wenn man sie dann aber benötigt, weil man zum Beispiel sich Trinkwasser holen will von einem Brunnen, an den man jetzt seinen Schlauch nicht so gut anschließen kann, oder aber wir haben jetzt gerade damit Wasser geholt hier im Meer. Für die Toilettenspülung reicht es vollkommen aus. Da sind die echt total gut. Und wir haben die jetzt schon auch über ein Jahr, nutzen die wirklich täglich. Und wie gesagt, also die halten ohne Ende. Nummer 2 unserer Camping-Gadgets ist der pure Luxus. Braucht man jetzt sicherlich nicht so unbedingt, aber wenn man es hat, ist es einfach ganz großartig. Und zwar unsere Hängematte. Oh, die ist so klasse. Die habe ich geschenkt bekommen, als ich losgefahren bin von ganz lieben Kollegen. Herzlichen Dank nochmal auch an dieser Stelle. Und die ist einfach so der absolute Gamechanger. Also jetzt gerade sind wir hier an einem traumhaften Strand
auf Sardinien, an dem wir halt ganz alleine stehen, also wir stören niemanden. Und wenn man dann da mal eben so fix die Hängematte rausholen kann, das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz anderes Campinggefühl. Die Hängematte, die wir haben, nennt sich Amazonas Ultra Light und wird mit Befestigungsmaterial geliefert, hält bis zu 120 Kilo und wiegt aber nur 450 Gramm. Also es ist so ein kleines, ganz kompaktes Päckchen, das man wirklich auch überall mit hinnehmen kann. Selbst wenn wir jetzt mal unterwegs sind und zu einem Strand wandern, kann man das natürlich ganz leicht mit in den Rucksack tun und die dann mitnehmen. Also diese Hängematte ist wirklich, die ist ein ganz, ganz großartiges Geschenk. Okay, Trommelwirbel. Unser absolutes Number One Camping Gadget, ohne dass ich wirklich in keinen Bus mehr ziehen wollen würde, sind unsere Magnetlampen. Und zwar diese hier. Ihr seht hier schon irgendwie auch gerade eine. Die kann man einfach so abnehmen. Also hier ist die Halterung, hier ist die Lampe, da ist dieser Magnetanschluss. Ihr seht schon, auch die kann man per USB aufladen. Also auch die können wir wirklich unproblematisch über unser Solar auf dem Dach aufladen. Und dann, schaut mal, gibt's hier 3 Helligkeitsstufen. Auch hier kann man ein also ein weißes und ein gelbes Licht einschalten. Wir haben eigentlich immer das Gelbe. Und das richtig, richtig Coole an denen ist, dass ich einfach mehr von diesen Halterungen gekauft habe, als ich Lampen habe, weil eigentlich im Bus abends 2 Lampen vollkommen ausreichend sind. Die haben wirklich eine richtig gute Leuchtkraft. Ich blende euch das auch gleich nochmal ein, wie das dann alles so aussieht. Und wenn ich die hier brauche, kommt sie halt hier dran. Man kann die natürlich auch schwenken in alle Richtungen. Und wenn ich sie aber zum Beispiel in der Küche haben will, nehme ich sie halt einfach ab und nehme sie damit hin. Und diese Halterung extra zu finden, war der totale Krampf. Also da habe ich wirklich richtig lange danach gesucht. Aber natürlich verlinke ich euch die auch hier unten mit. Also das wäre wirklich mein absoluter Bonustipp an euch. Die Lampen, ich finde diese Holzoptik ganz schön. Ich finde, das sieht ganz gemütlich aus. Die gibt's aber auch noch in Weiß, in Schwarz und in Silber, glaube ich. Und dann aber wirklich mehr Halterungen zu kaufen, als man braucht. Die kann man ganz einfach mit so einem Klebepad überall befestigen. Also egal wo, ne? Ihr könnt die im Bad ankleben. Ihr könnt die auch als Leselampe zum Beispiel zu Hause benutzen. Das macht eine Freundin von mir jetzt, die hier irgendwie auch im Bus gesehen hat. Und habt halt, egal wo ihr es gerade so braucht, immer eine richtig nette Zusatzbeleuchtung. Also, das waren unsere Top 10. Und jetzt, bevor ich jetzt zu den beiden Extra-Tipps komme, möchte ich unbedingt noch eine Sache sagen. Und zwar ganz, ganz herzlichen Dank an alle Abonnenten. Denn tatsächlich sind wir jetzt seit ganz kurzem bei 1000 von euch. Das heißt, 1000 Leute haben unseren Kanal abonniert. Und das, obwohl es den erst so kurz gibt. Dafür wirklich ein riesengroßes Dankeschön. Und zusammen mit der Watchtime, die jetzt auch nicht mehr ganz so weit weg ist, können wir dann hoffentlich auch bald die Werbung steuern, die ihr so zwischen dem Video immer mal seht, sodass die nicht an ganz fragwürdigen Stellen kommt, so wie wahrscheinlich jetzt noch bei diesen, sondern dann ein bisschen passgenauer. Okay, jetzt aber wirklich weiter. Top 10. Und jetzt, wie versprochen, kommen noch 2 weitere Tipps, ohne die wir nicht mehr auskommen wollen. Das eine ist unser Topf- und Pfannenset. Auch wenn das jetzt nicht so sehr aufregend klingt, war für mich einfach das Entscheidende, dass man die so hervorragend stapeln kann, weil nämlich die Griffe abnehmbar sind. Das heißt, wir haben insgesamt 5 Töpfe, Pfannen bzw. Auflaufformen in unterschiedlichen Größen. Dazu 2 Deckel, 2 abnehmbare Griffe, 4 Trennmatten, 2 Silikondeckel und noch eine Zange. Und im Moment kostet das so etwa 90 Euro. Also das war jetzt so das Angebot, was ich gerade ganz aktuell bei Amazon gefunden habe. Und das ist wirklich super, weil man die Schüsseln ohne den Griff auch einfach auf dem Tisch stehen lassen kann. Die sehen auch schön aus, also so zum Servieren. Und die Griffe sind bei uns immer in der Dose mit den anderen Küchenutensilien und die nehmen im Schrank halt dadurch kaum Platz weg. Also das war wirklich richtig klasse und ich finde einfach, dass die auch hübsch sind. Also es ist jetzt vielleicht ja nicht für jeden so wichtig, aber ich finde, dass die einfach auch richtig gut aussehen. Also auch hier wieder diese Holzoptik bei den Griffen, das macht schon total was her. Ja, und das letzte Gadget, ohne das wir hier nicht leben könnten, ich glaube Lotti noch weniger als ich, ist unser mobiler Router. Also wir haben uns tatsächlich vor dem Einzug hier in den Bus entschieden, in einen Netgear-Router zu investieren.
Der kostet auch jetzt noch um die 400 Euro, also ist nicht ganz günstig, aber hat sich total ausgezahlt. Also wir machen das so, das hat übrigens auch jemand gefragt von euch, deswegen erkläre ich das nochmal kurz. Wir machen das so, dass wir uns in einem neuen Land eine SIM-Karte besorgen, die dann in den Router legen und der Router dann quasi das WLAN für alle Geräte hier im Bus bereitstellt, also für unsere Handys, iPads, Laptops, was auch immer. Der Router ist für jede SIM-Card freigeschaltet, stellt 4G LTE bereit und hat Cat 20. Ich weiß noch, als ich das damals recherchiert habe, habe ich gelesen, dass das ziemlich gut ist, weil der von sehr vielen Antennen irgendwie die Funkwellen empfängt. Ich weiß nicht so richtig, wie es funktioniert. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass wir hier, wenn wirklich mal schlechtes Wetter ist und wir irgendwie ungünstig stehen, dann haben wir auch mal nur schwaches WLAN. Aber in 90% der Fälle haben wir wirklich gar keine Probleme. Also das hat in England, in Frankreich, in Spanien und auch jetzt hier in Italien super funktioniert und ist natürlich für uns wichtig, um zum Beispiel auch diese Videos hier hochladen zu können. Außerdem hat der einen starken Akku, der den ganzen Tag hält und wir haben den Router auch schon regelmäßig mitgenommen. Also wenn wir zum Beispiel den Tag über unterwegs sind und dann aber vielleicht am Strand nochmal wissen, dass wir da WLAN brauchen werden, dann kann man den auch problemlos mitnehmen, denn er wiegt nur 240 Gramm, also ist wirklich richtig leicht. Oder auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel unten am Strand arbeite und jetzt nicht so sicher bin, ob das vom Bus aus reicht, dann nehme ich ihn halt schnell mit raus. Also das ist richtig praktisch. Ja, das waren sie, unsere Gadgets. Ich hoffe, dass da ein paar Dinge dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und wo ihr jetzt nicht sagt, so, oh, irgendwie alles schon alter Hut, dass also ihr da auch noch was finden konntet. Wenn ihr nicht nur wissen wollt, wie wir uns so eingerichtet haben, sondern auch, was wir ansonsten noch so machen auf unserer Reise, dann abonniert gern den Kanal. Wenn jetzt für euch was Praktisches dabei war, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben hier. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, einen ganz großartigen dritten Advent und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder.